In diesem Video nehmen wir euch mit auf den zweiten Teil unserer Islandreise. Nach der Landung in Seyðisfjörður begrüßte uns dichter Nebel. Perfektes Wetter, um festzustellen, wir sind wirklich auf Island. Danach führte unser Weg zum Hengifoss, wo rote Linien in der Felswand alte Geschichten erzählen. Weiter ging es nach Borgarfjörður. Die Papageientaucher hatten allerdings frei. Brutsaison vorbei, Urlaubsmodus an. Dafür übernahmen Möwen die Bühne. Unsere Route führte uns zum Stullagil Canyon mit seinen beeindruckenden Basaltsäulen. Kurz darauf erreichten wir das nordische Steintor von Raufarhöfen. Einen Ort, an dem man fast erwartet, dass ein Gott aus dem Nebel tritt. Weiter ging es zum kraftvollen Dettifoss mit 44 Metern Fallhöhe und einer Wucht, die man schon aus der Ferne spürt. Anschließend besuchten wir die Aspergi-Schlucht, laut Saga durch einen Hufschlag von Sleipnir entstanden. Nach einer Woche voller Wasserfälle, Lavafelder und Möwen mit Starallüren endete dann dieser Abschnitt unserer Reise. Mit der Fähre erreichten wir Seyðisfjörður, unser Tor nach Island. Der erste Tag sollte uns vorbei am kleinen Gufufoss direkt an der Straße nach Egilsstaðir zum Hengifoss führen und in Egilsstaðir enden, wo wir auf dem Campingplatz übernachten wollten. Seyðisfjörður liegt am Ende eines schmalen Fjords und gilt für viele Reisende als erstes Tor zu dieser rauen Inselwelt. Die hellblaue Holzkirche in der Stadt erinnert an Zeiten, als Fischer und Händler hier vom Meer lebten. Der frühe Fischhandel brachte Wohlstand und elektrische Energie in den Ort. Seyðisfjörður gehörte zu den ersten Orten des Landes mit Stromversorgung. Heute leben die Menschen vor allem von Tourismus, Kunst und sehr viel Nebel mit Stil. Der Gufufoss liegt direkt an der Straße und wird oft übersehen. Mit rund 27 Metern Fallhöhe ist er kleiner als viele bekannte Wasserfälle. Doch die feine Gischt verleiht ihm seinen Namen. Ein ruhiger Ort, der zeigt, wie nah beeindruckende Natur hier an üblichen Wegen liegt. Weiter ging es durch dichten Nebel, bis wir einen Aussichtspunkt hoch über dem Tal erreichten. Unter uns lag Egilsstaðir, eingerahmt vom langgestreckten Lagarfljót. Der See zieht sich über viele Kilometer durch das Tal und gehört zu den größten Süßwasserseen des Landes. Dann riss der Nebel plötzlich auf, verwandelte sich in sanfte Schleier und die Aussicht wurde spektakulär. Wasser, Berge und Licht verschmolzen zu einem Moment, der zugleich ruhig und atemberaubend war. Der langgestreckte Lagarfljót erreicht eine Tiefe von rund 112 Metern und ist seit Jahrhunderten Teil alter Erzählungen. Einer Legende nach lebt hier der Lagarfljótsormur, ein schlangenartiges Wesen, oft mit dem schottischen Nessie verglichen. Nebel, dunkles Wasser und plötzliche Bewegungen hielten diese Geschichte über Generationen lebendig. Und während der Blick über den See schweift, versteht man sofort warum. Vom kostenpflichtigen Parkplatz am Hengifoss Trailhead startete unsere Wanderung bergauf entlang des Flusses. Der Weg führt stetig höher und eröffnet mit jedem Meter neue Blicke über das Tal. Schon nach kurzer Zeit erreichten wir den Litleinsfoss, einen Wasserfall, eingerahmt von perfekt geformten Basaltsäulen, die wirken, als wären sie von Menschenhand gesetzt worden. Immer weiter führte der Weg nach oben,
bis sich schließlich der Hengifoss zeigte. Mit rund 128 Metern Höhe und einer Falllinie von über 120 Metern Länge zählt er zu den eindrucksvollsten Wasserfällen dieser Insel. Die markanten roten Schichten entstehen durch alte Ton- und Eisenablagerungen, eingeschlossen zwischen dunklem Basalt, ein sichtbarer Querschnitt durch Jahrtausende Erdgeschichte. Der Wasserfall wirkt ruhig, fast streng, und genau darin liegt seine Wirkung: kraftvoll, klar und ohne jede Eile. Kurz vor dem Aussichtspunkt zum Hengifoss liegt ein markiertes Beispiel früherer Steinstürze auf dem Weg. Ein stiller Hinweis darauf, dass diese Landschaft niemals ganz still steht. Auf dem Rückweg zeigt sich noch einmal, was wir bereits hinter uns gelassen haben. Der gesamte Rundweg hat eine Länge von knapp 6 Kilometern und ist gut ausgebaut. Entlang des Ufers des Lagarfjord führte unsere Fahrt weiter nach Egilsstadir. Ruhiges Wasser, weite Blicke und genau die richtige Stimmung für die letzten Kilometer des Tages. Nach Einkaufen und Tanken erreichten wir den Campingplatz von Egilsstadir, ein stiller Ort für eine erholsame Nacht. Hoch über uns, an der Felswand, wacht das Monument eines Elches, fast lebensgroß und so realistisch, dass man kurz überlegt, ob er sich gleich bewegt. Am Ende blieb alles ruhig. Eine gute Nacht, bewacht von Stein und Stille. Unsere Route führte nun von Egilsstadir entlang des Lagarfjord und anschließend über den Pass Vatnsskard Eystra nach Borgarfjörður Eystri mit dem Ziel, die Vogelinsel an der Küste zu erreichen. Zunächst folgte die Straße dem Ufer des Lagarfjord Richtung Meer. Ruhig und weit, fast wie ein langsamer Abschied vom Tal. Die Ausblicke waren beeindruckend, sodass wir immer wieder anhielten, um die Landschaft festzuhalten. Mit dem Abbiegen Richtung Passstraße begann der Aufstieg zum Aussichtspunkt am Vatnsskard Eystra. Kurve um Kurve ging es nach oben, begleitet von Wasserläufen .
Aussichtspunkt auf dem Vatnsgard Eystra öffnete sich der Blick zugleich ins Tal und hinaus zum Meer. Auf rund 430 Metern Höhe lag die Landschaft weit unter uns, still und klar, fast wie eine geöffnete Karte. Dann begann der Abstieg Richtung Borgarfjörður Eystri. Vor uns tauchte der schneebedeckte Gebirgszug der Dürfjöll auf, schroff, hell und eindrucksvoll. Der schneebedeckte Gebirgszug prägt die Landschaft rund um Borgarfjörður Eystri. Scharfe Grate, tiefe Einschnitte und helle Schneefelder lassen die Berge fast wie steinerne Tore wirken. Mit dem Abstieg öffnete sich das Tal weiter. Die Luft wurde salziger und der Blick wanderte zunehmend zur Küste. Dort wartete bereits unser nächstes Ziel, die Vogelinsel von Hafnaholmi, ein Ort voller Leben, Rufe und Bewegung. Noch bevor wir die Vogelinsel erreichten, meldete sich unser Ziel lautstark. Möwen übernahmen die Begrüßung und klärten die Rollenverteilung ohne weitere Diskussion. Papageitaucher waren hier keine zu sehen. Außerhalb der Brutsaison halten sie sich weit draußen auf dem offenen Meer auf. Die Möwen hingegen waren vollständig vertreten. Auf Hafnaholmi brüten sie direkt am Boden oder zwischen Felsen. Ein Nest besteht meist aus Gras, Algen und allem, was greifbar ist. Ab Oktober endet auch die Brutzeit der Möwen. Eier und Küken gibt es keine mehr, viele Tiere bleiben dennoch vor Ort. Leere Nester liegen zwischen Felsen und Gras, als gäbe es nur eine kurze Unterbrechung. Über uns ziehen Möwen ihre Kreise, wachsam wie zuvor. Nachwuchs fehlt, Kontrolle bleibt. Am Abend erreichten wir den Campingplatz von Borgarfjörður Eystri, direkt neben der sagenumwobenen Alfaborg. Das markante Felsmassiv gilt als Elfenstadt und wirkt mit seinen Formen fast wie ein natürliches Bauwerk. Natürlich führte kein Weg daran vorbei. Einen Abstecher nach oben mussten wir machen. Elfen zeigten sich keine, doch der Blick über Ort, Fjord und Berge war jede Stufe wert. Manche Orte brauchen keine Beweise, die Stimmung reicht völlig aus. Unterhalb der Alfaborg kehrte langsam Ruhe ein. Der Campingplatz lag still. Nur der Fjord und die Berge zeichneten sich als dunkle Silhouetten ab. In der Nacht zeigte der Himmel dann noch einmal, was diesen Ort so besonders macht. Nordlichter tanzen in sanften Bögen am Himmel, leuchtend und flüchtig zugleich. Ein stiller Abschluss für diesen Tag, bevor es am nächsten Morgen weiterging.
Nun führte unser Weg von Borgarfjörður Eystri über rund 130 Kilometer, vorbei an einem Wasserkraftwerk und einem ehemaligen Wikingerhof, bis zum Stuttlagill Canyon mit seinen markanten Basaltsäulen. Wenn das Video bis jetzt unterhalten hat oder informativ war, würden wir uns sehr über ein Like freuen. Zunächst ging es erneut über den Pass, diesmal in die andere Richtung. Als die Straße wieder hinab ins Tal führte, öffnete sich erneut der Blick auf das Meer und den Gebirgszug auf der gegenüberliegenden Talseite. Dann warteten neue Herausforderungen auf unserer gewählten Route. Eine Schotterpiste mit klarer eigener Meinung zum Fahrkomfort und Schafe, die den Verkehr ganz entspannt nach ihren Regeln organisierten. Tempo spielte hier keine Rolle mehr. Gelassenheit dagegen schon. Auf dem Weg Richtung Geirsstaðakirkja kamen wir am Laufwasserkraftwerk Lagarfossvirkjun vorbei. Es nutzt die Strömung des Lagarfjord ohne großen Stausee und arbeitet ruhig mit vergleichsweise geringem Eingriff in die Landschaft. Die Wassermassen wirken dennoch beeindruckend. Auf der Schotterpiste wurden wir überholt. Nicht von Autos, von Schafen. Ohne Blickkontakt, ohne Blinken, einfach weil sie es konnten. Ziemlich durchgeschüttelt, weniger gerührt, erreichten wir die Geirsstaðakirkja. Die kleine Kirche ist Teil eines rekonstruierten Wikingerhofes und zeigt, wie frühere Siedler hier lebten. Ein stiller Ort mit einfacher Bauweise, fern von Prunk, dafür nah am Alltag vergangener Zeiten. Was heute still wirkt, war einst ein lebendiger Hof mit vielen Menschen. Geirsstaðir erzählt keine laute Geschichte, sondern eine, die man erst aus der Höhe wirklich begreift. Der Hof entstand zur Zeit der frühen Siedler und bestand aus mehreren Gebäuden aus Torf, Stein und Holz. Als der Ort aufgegeben wurde, zerfielen diese Bauten langsam und verschwanden unter Erde und Gras. Bei archäologischen Untersuchungen entdeckte man die Grundmauern und entschied sich bewusst gegen einen vollständigen Wiederaufbau. Die Reste sollten geschützt bleiben, nicht überformt werden. Stattdessen wurde nur die kleine Kirche rekonstruiert, als sichtbares Zeichen für den gesamten Hof. Sie macht die Geschichte greifbar, ohne den originalen Boden darunter zu stören. Nach diesem stillen Ort wurde es Zeit, weiterzufahren. Bald wechselte der Untergrund von Schotter zu Asphalt, doch die Landschaft blieb atemberaubend. Das Wetter änderte sich ständig. Mal war der Himmel heller, mal regnete es. Wir erreichten die Ringstraße und folgten ihr vorbei an weiten Ebenen, Bergen, Flussläufen und Wasserfällen. Vor uns lag nur noch ein Abzweig, der Weg hinunter zum Stuttlagill Canyon. Kurz nach dem Abzweig änderte sich der Charakter der Straße erneut. Asphalt wich wieder einer Schotterpiste, die Konzentration und Geduld verlangte. Komfort spielte keine große Rolle mehr.
So arbeiteten wir uns Meter für Meter voran und erreichten schließlich den Stuttlagen Canyon Campground. Der Platz liegt direkt am Canyon, dort, wo die bekannten Basaltsäulen steil aus dem Tal aufragen. Ein Ziel, das man sich mit jeder Bodenwelle zuvor ehrlich verdienen muss. Der Stuttlagen Canyon zählt zu den eindrucksvollsten Basaltschluchten dieser Region. Über Jahrtausende formte fließendes Wasser ein enges Tal, dessen Wände aus nahezu perfekt geordneten Basaltsäulen bestehen. Lange blieb dieser Ort jedoch verborgen. Erst als weiter oberhalb ein Wasserkraftprojekt den Wasserstand des Flusses deutlich absenkte, wurde der Canyon in seiner heutigen Form sichtbar. Was zuvor unter Wasser lag, trat plötzlich frei und offenbarte diese außergewöhnliche Geometrie aus Stein. Der besonders markante Abschnitt trägt auch den Namen Drone Dead Alley. Die Schlucht verengt sich hier stark. Steile Felswände rücken nah zusammen und erzeugen Turbulenzen, die für Drohnen zur echten Herausforderung werden. Am nächsten Tag führte uns unsere Route weiter nach Norden. Wir wählten den Weg durch das Inland zum arktischen Steintor bei Raufarhöfen. Zunächst nutzten wir die Gelegenheit für einen Drohnenflug über die Jökulsá. Nach dem regen Luftverkehr am Vortag über dem Stuttlagen Canyon fühlte sich das hier fast wie Wellnessfliegen an.
Dann führte uns der Weg an beeindruckenden Bergen vorbei und durch zerbrochene Lavafelder. Rau, kantig und so zerrissen, als hätte sich die Erde selbst in Stücke gelegt. Immer wieder zwangen uns die Ausblicke zu Fotostops. Ganz gleich, was gerade vom Himmel kam. Regen, Wind und Nebel traten oft gemeinsam auf und lieferten beste Bedingungen für dramatische Bilder, weniger für trockene Kleidung. Dann erreichten wir Raufarhöfen, einen kleinen Ort an der Nordküste mit einem geheimnisvollen Steintor. Das große Steintor bei Raufarhöfen entstand Anfang des Jahrhunderts auf Initiative eines einzelnen Bewohners. Die Idee war, einen Ort zu schaffen, der sich an Sonnenständen, Jahreszeiten und nordischen Mythen orientiert, als Gegenpol zur Abgeschiedenheit dieser Region. Geplant war ursprünglich eine deutlich größere Anlage, doch der Weiterbau kam ins Stocken. Finanzielle Mittel fehlten, Unterstützung blieb begrenzt und das Projekt wuchs langsamer als gedacht. So blieb das Steintor unvollendet. Heute wirkt es weniger wie ein fertiges Bauwerk, sondern eher wie eine Vision aus Stein. Offen, roh und voller Deutungen. Mit dem Tod des Initiators verlor das Projekt seine Stimme. Was blieb, ist ein unvollendetes Bauwerk, mehr Vision als Monument. Trotzdem bleibt es ein beeindruckender Ort. Wir hatten gehofft, Polarlichter und den Sonnenaufgang am Steintor festzuhalten. Doch Regen und dichter Nebel machten diesen Plan zunichte. Statt klarer Sicht standen wir nass bis auf die Knochen zwischen den Steinen. Ganz leer ging der Moment dennoch nicht aus. Der Nebel zog in langsamen Schleiern durch das Bauwerk und schenkte uns Bilder voller Ruhe und Geheimnis. Anders als geplant, aber auf eigene Weise stark. Nach der Übernachtung auf dem Campingplatz bei Raufarhöfen entschieden wir uns für die längere Route entlang der Nordostküste, um nach Asbirgi zu gelangen. Nicht der schnelle Weg war heute gefragt, sondern der schönere. Wetter und Sicht versprachen bessere Bedingungen und genau das wollten wir ausnutzen. Bevor es weiterging, machten wir jedoch noch einen Halt beim Leuchtturm oberhalb des Ortes, dem Rauti Nupsviti. Die Fahrt entlang der Küste blieb spannend. Hinter jeder Kurve öffneten sich neue, unerwartete Ausblicke, jeder anders als der vorherige. Der Nebel hielt weiter dagegen und ließ die Landschaft nur portionsweise frei. Später frischte der Wind deutlich auf und forderte volle Aufmerksamkeit. Mehrfach entstand der Eindruck, dass er uns am liebsten von der Straße schieben wollte. Doch, wie angekündigt, kam die Sonne und der Himmel klarte auf. Mit einem Schlag traten Farben, Formen und Weite hervor und unterstrichen die besondere Wirkung dieser Landschaft. Auch auf dieser Etappe blieben wir von Schotterpisten nicht verschont. Die Systematik der Straßen ist nicht immer leicht zu durchschauen. Zunächst gingen wir davon aus, dass zweistellige Straßennummern durchgehend asphaltiert sind. Ein Irrtum, wie sich zeigte.
Später fanden wir eine hilfreiche offizielle Webseite, auf der kostenlos alle Straßenzustände sowie der jeweilige Straßenbelag abrufbar sind, ergänzt durch aktuelle Windgeschwindigkeiten und weitere Hinweise. Ein echtes Werkzeug für die Reiseplanung, sehr zu empfehlen und bestens geeignet, unangenehme Überraschungen deutlich zu reduzieren. Nach vielen faszinierenden, aber nicht ganz angstfreien Eindrücken erreichten wir unser Zwischenziel, den Dettifoss. Am gut ausgebauten Parkplatz wechselten wir vom Fahrmodus in den Entdeckermodus und machten uns startklar für den Weg zum Wasserfall. Nur ein kurzes Stück oberhalb wartet auch sein kleiner Bruder, der Selfoss. Beide liegen am Fluss Jökulsá á Fjöllum, 2 Wasserfälle, ein Fluss und zusammen mit dem Wind genug Kraft, um jede Diskussion über Lautstärke sofort zu beenden. Der Selfoss zeigt dabei eine ganz andere Seite dieses Flusses. Statt eines einzelnen gewaltigen Falls verteilt sich das Wasser hier über mehrere breite Stufen mit einer Fallhöhe von rund 10 Metern. Weiter dem Rundweg folgend erreicht man den Dettifoss und plötzlich zeigt sich ein völlig anderes Bild. Wo zuvor Struktur und Weite dominierten, wartet nun gewaltige Kraft. Das Wasser ist grau bis braun gefärbt, schwer und dicht, geladen mit feinem Gletschersediment. Die Jökulsá á Fjöllum bringt hier nicht nur Masse, sondern sichtbar rohe Energie mit. Rundherum liegt eine offene, karge Landschaft aus Lava, Geröll und weiten Flächen, geformt durch Wasser und Zeit. Kaum weiches Grün, dafür klare Linien und große Maßstäbe. Mit der Rückkehr zum Parkplatz endete nach rund 4 Kilometern Rundweg unser Ausflug zu den Wasserfällen. Eindrücke genug, Geräuschkulisse inklusive. Doch der Tag war noch nicht vorbei. Als nächstes führte uns der Weg weiter zur Asbyrgi, dem gewaltigen hufeisenförmigen Felsmassiv. Am nächsten Morgen starteten wir die Wanderung in die Asbyrgi-Schlucht. Schon nach wenigen Schritten war die besondere Atmosphäre spürbar. Die hufeisenförmige Schlucht wird von schroffen Felswänden eingerahmt, die stellenweise bis zu 100 Meter steil aufragen und den Ort fast vollständig umschließen. Die Übergänge zwischen Fels und Boden wirken hart und präzise, fast wie aus dem Gestein geschnitten. Genau diese Form greift auch die alte Sage auf. Einer Erzählung zufolge entstand die Schlucht durch den Hufschlag von Sleipnir, dem Pferd Odins. Ein einziger Schritt, 6 Beine, ein Abdruck und eine Landschaft, die bis heute ehrfürchtig macht. Treppen, Halteseile und eine kurze Kletterpassage führen hinauf auf die obere Ebene. Kein langer Aufstieg, aber einer, der Aufmerksamkeit fordert und mit neuen Blickwinkeln
auf dieses außergewöhnliche Landschaftsbild belohnt. Abseits der Sage lässt sich die Entstehung der Asbirgi auch geologisch erklären. Gewaltige Flutereignisse formten hier über Jahrtausende eine hufeisenförmige Schlucht. Wasser bahnte sich mit enormer Kraft seinen Weg, riss Gestein mit sich und schnitt die steilen Wände präzise aus dem Untergrund. Die klaren Kanten und abrupten Übergänge zeugen noch heute von dieser gewaltigen Kraft. Der weitere Weg führte uns wieder über den Schluchtboden der Asbirgi. Unerwartet öffnet sich hier ein geschützter, bewaldeter Raum. Birken, Weiden und Moose gedeihen zwischen hohen Felswänden und verleihen dem Ort eine fast märchenhafte Ruhe. Am Ende der Schlucht liegt der kleine See Bottenstjørn, gespeist von klarem Wasser, das über einen kleinen Wasserfall herabfließt. Die Oberfläche wirkt oft spiegelglatt und verstärkt die besondere Stimmung dieses Platzes. Alten Erzählungen zufolge befindet sich hier das Elfenkönigreich, der Sitz des Elfenkönigs. Ein Ort voller Zurückhaltung und Respekt, geschützt als Naturschutzgebiet. Ob Legende oder Wirklichkeit, die Stille, das Licht und die Formen lassen leicht verstehen, warum dieser Platz seit jeher als magisch gilt. Mit all diesen Eindrücken machten wir uns auf den Rückweg zum Campingplatz. Der sehr empfehlenswerte Rundweg ab dort misst etwa 8 Kilometer und lässt sich problemlos verlängern, wenn auch ein Abschnitt auf der oberen Ebene dazukommt. Wer es ruhiger mag, findet zudem einen Parkplatz direkt innerhalb der Schlucht nahe dem See. So bleibt dieser besondere Ort auch ohne lange Wanderung gut erreichbar. Auf dem Rückweg richtete sich der Blick ein letztes Mal auf den markanten Felsen tief innerhalb der Schlucht, die Zunge des Hufeisens. Mit diesem Bild endete die Wanderung und zugleich diese Etappe unserer Reise. Danke fürs Mitkommen. Doch die Reise selbst geht noch weiter. Das nächste Kapitel führt durch den Norden des Landes. Auf dem Plan stehen Húsavík mit einer Wallbeobachtungstour, eine Runde um den Mückensee Mývatn, dazu Geothermalgebiete, Vulkankrater und der mächtige Godafoss. Neue Wege, neue Perspektiven und neue Geschichten warten bereits. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis bald auf diesem Kanal.